Étretat, ein Ort, der Künstler fasziniert. Heute ein Mythos, lange kaum beachtet. Étretat ist ein kleines Fischerdorf an der normannischen Küste. Es war ein ganz abgelegener Ort, weit, weit weg. Wie haben Künstler diesen Ort berühmt gemacht? Wie wurde Étretat zu Monets Küste? Étretat ist eine kleine Gemeinde in der Normandie, umrandet von wunderbaren Felsformationen. Das sind bis zu 100 Meter hohe Kreidefelsen, die natürliche Tore haben. Hier hat die Natur ihre Fantasie und Schöpferkraft gezeigt, schreibt der deutsche Publizist Jacob Venedey 1837. Venedey verfasst einen der ersten Reiseberichte über Étretat. Er sieht einen Ort, der sich schon kurz darauf grundlegend verändern sollte. Knapp 30 Jahre nach Venedey kommt ein ganz bestimmter Maler nach Étretat. Monet ist an der normannischen Küste aufgewachsen, er ist in Le Havre aufgewachsen. Die ganze Normandie bedeutet für ihn Heimat. Und er entwickelt einen, man würde fast sagen, einen Signature-Style. Eine Malweise, die Freiheit, die Skizzenhaftigkeit und Offenheit zeigt und die wir als Impressionismus bezeichnen. Für die Entstehung des Impressionismus wird Étretat eine entscheidende Rolle spielen. Bei Monets ersten Besuchen allerdings ist davon noch wenig zu sehen. Das früheste Gemälde, was wir lokalisieren können, was wir auch bei uns in der Ausstellung zeigen, ist aus dem Jahr 1864. Es ist eine relativ brave Darstellung der Falaise d'Aval von Étretat. Nichts würde darauf hindeuten, in diesem Gemälde schon den späteren Claude Monet zu entdecken. Er ist 24 Jahre zu diesem Zeitpunkt, ein angehender Künstler, aber noch lange nicht derjenige Künstler, der er werden sollte. Wenn ich zu Beginn des 19. Jahrhunderts dorthin komme, habe ich eine kleine Ansammlung von Häusern, in denen Fischer leben. So erlebt es auch Jacob Venedey 1837. Vorgefunden hat er diesen leeren, einsamen Ort. Es gibt schon ein Hotel, Hotel Blanquet, liegt direkt am Strand. Für einen Künstler die privilegierteste Lage, die es überhaupt gibt. In diesem Hotel logieren sehr viele Künstler im Laufe der Jahrzehnte. Als Entdecker von Étretat gilt in der Kunstszene der Marinemaler Eugène Isabey. Eugène Isabey ist der Künstler, der erste ist, der etwas länger vor Ort ist, der auch über Jahrzehnte immer wieder kommt. Und er bringt Freunde mit. Immer wieder kommen andere Maler, neue Maler mit ihm nach Étretat. Der wichtigste Maler, mit dem er einen Aufenthalt in Étretat hat, ist Eugène Le Poitvin. Bei Le Poitvin richtet sich der Blick eigentlich im Hintergrund auf die Naturphänomene, im Vordergrund ist das Leben im Dorf dargestellt. Aber eben auch das soziale Leben. Es kommen Badetouristen aus Frankreich, vornehmlich aber auch aus Paris. Und das verändert den Ort immens. Die Entdeckung von Étretat. Die Entdeckung ist so ein bisschen zweischneidiger Begriff, weil natürlich die Menschen, die dort gelebt haben, immer wussten, dass sie in Étretat leben. Aber für die bourgeoise Gesellschaft von Paris hat die Entdeckung dieses Ortes als ein Badeort sehr viel an der dörflichen Struktur verändert. Ein Casino wird gebaut, Golf- und Tennisplätze werden errichtet. Étretat hatte sich zu einem mondänen Badeort etabliert. Étretat ist angekommen in Paris. Monet kommt 1883 nach Étretat und er quartiert sich dort ein, wo sich viele Künstler zuvor schon einquartiert haben, nämlich im Hotel Blanquet. Er kommt in einer Schlechtwetterperiode an und fängt die ersten Landschaftsdarstellungen eigentlich an, aus dem Fenster seines Hotels zu malen. Aber dabei wird es nicht bleiben. Als Monet
nach Étretat reist in den 80er Jahren, ist ihm bekannt, welche Werke Gustave Courbet 1869 dort geschaffen hat. Courbet hat eine Malerei gepflegt, die unorthodox war. Er galt nicht als Maler, sondern wurde als Maurer bezeichnet, weil er die Farbe auf die Leinwand mit einem Palettmesser gespachtelt hatte. Und diese Wellen haben etwas Physisches, wie diese Wellentürme auf einen zurollen. Die Farbe als Malmaterial wird unmittelbar erlebbar und die Farbe befreit sich. Auch Monet sucht diese Befreiung der Farbe. Er sagt sich: Ich will in Étretat malen wie Courbet, aber ich will etwas Eigenes, Neues schaffen. Wir haben den Zentralraum der Ausstellung Claude Monet gewidmet und er ist geformt wie ein Auge und geht zurück auf ein Zitat, was Paul Cézanne einmal über Monet gesagt hat: Monet sei nichts anderes als ein Auge, aber bei Gott was für eins. Courbet malt seriell, um das gleiche Motiv mehrfach zu verkaufen. Monet dagegen macht das Serielle zum künstlerischen Prinzip. Étretat ist ein zentrales Motiv für den Impressionismus, aber vor allen Dingen für den Impressionismus von Claude Monet. Er entdeckt dort eine Form des seriellen Arbeitens, die er später weiter perfektionieren wird. Diese Klippen inspirieren ihn dazu, das immer gleiche Motiv zu unterschiedlichen Tageszeiten zu malen. Und das ist der eigentliche Funke des Impressionismus, der in Étretat steckt. Étretat hat Monets Kunst verändert. Und die Kunst den Ort. Die Künstler haben ganz gewiss eine große Rolle gespielt, Étretat berühmt und bekannt zu machen. Das Bild von Étretat ist stark geprägt durch künstlerische Visionen von Étretat. Es ist wie eine Sucht, diese Felsen aufzunehmen, und dieser Sucht erliegen im Jahr etwa 1,5 Millionen Touristen, die in diesen Ort fahren.